Hallo und willkommen bei der Fahrschule Punkt. Mein Name ist Soran. Ich möchte mich heute erstmal recht herzlich bedanken für das ganze positive Feedback von euch. Und wir kommen heute zu dem dritten Teil der Vorfahrtsregelung. Dabei geht es um die Vorfahrtsregelung durch Ampelanlagen. Ihr müsst ja wissen, wenn ihr grün habt, wer hat noch grün und wen müsst ihr durchlassen und wen nicht. Dann reden wir über Bahnübergänge und die Regelung durch Polizeibeamte. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie wir bereits beim zweiten Teil der Vorfahrt besprochen haben, gilt die Rangfolge der Vorfahrtsregelung zunächst rechts vor links, dann die Verkehrszeichen, dann die Ampel- oder Lichtzeichenanlage und dann der Polizeibeamte. Im ersten Teil hatten wir das Thema rechts vor links, im zweiten Teil die Verkehrszeichen und nun kommen wir zu der Lichtzeichenanlage. Schauen wir uns mal die Lichtzeichen genauer an. Bei Grün müssen wir als Geradeausfahrer die Kreuzung zügig überqueren. Als Abbieger die Abbiegeregeln beachten. Das gelbe Lichtzeichen, das bedeutet Halt, stehen bleiben und auf das nächste Signal warten. Die Gelbphase ist geschwindigkeitsabhängig. Bei erlaubten 50 km pro Stunde ist die Ampel 3 Sekunden lang gelb. Bei 60 4 Sekunden und bei 70 5 Sekunden lang gelb, bevor es rot wird, damit man genug Zeit hat, um stehen zu bleiben. Das rote Lichtzeichen bedeutet Halt, nicht weiterfahren, vor der Haltelinie warten. Aber welches Lichtzeichen kommt nach Rot? Ist es etwa gelb oder ist es grün? Nein. Es ist rot und gelb zusammen und bedeutet auf die Weiterfahrt vorbereiten, also Gang einlegen und bei grün wieder losfahren. Wenn an einer funktionierenden Ampel ein Verkehrszeichen hängt, wie zum Beispiel ein Stoppschild, wie in diesem Beispiel, dann hat es keine Bedeutung. Also wenn wir grün haben, einfach weiterfahren. Das Verkehrszeichen gilt, wenn die Ampel ausgeschaltet ist oder nicht funktioniert. Bei einer roten Ampel müssen wir ja vor der Haltelinie anhalten. Manchmal gibt es eine weitere Haltelinie davor, damit auch noch ein Zusatzschild bei Rot hier halten. Dann müssen wir an dieser Haltelinie warten. Schauen wir uns mal eine Kreuzung mit Ampelregelung an. Wenn wir grün haben, dann hat der Gegenverkehr in der Regel auch grün. Und der Querverkehr hat rot. Beim Abbiegen muss man aber damit rechnen, dass die Fußgänger da auch grün haben. Rechts oder links. Die Abbiegeregeln, die bleiben auch an der Ampelanlage bestehen. Also wenn ich an einer grünen Ampel links abbiege, muss ich den Gegenverkehr durchlassen. Und links auch die Fußgänger, wenn die grün haben. Es gibt auch Ampeln mit einem Grünpfeil. Wenn wir so einen Grünpfeil nach links haben, dann können wir sorglos abbiegen. Und zwar hat der Gegenverkehr und die Fußgänger haben rot. Das ist unser Sorglos-Pfeil. Wie hier beim Rechtsabbiegen. Wenn wir einen Pfeil nach rechts haben, dann ist die Fußgängerampel rot. Der grüne Pfeil, der kann auch auf der anderen Straßenseite nach links angebracht sein. Das heißt, ich kann sorglos vor dem Bus abbiegen, denn der hat nämlich rot. Dieses gelbe Blinklicht bedeutet, dass die Ampel ausgeschaltet ist. Wenn wir ein gelbes Blinklicht haben, dann haben wir eine negative Beschilderung. Das Blinken warnt uns vor der Gefahr, dass wir keine Vorfahrt haben. Und was gilt jetzt hier? Richtig, das Vorfahrtgewährenzeichen. Also der Querverkehr hat Vorfahrt. Wir fahren an eine Kreuzung ran, die Ampel ist ausgeschaltet, wir haben ein gelbes Blinklicht. An der Kreuzung hängen keine Verkehrszeichen, also gilt rechts vor links. Jetzt sind wir auch noch Linksabbieger
Das bedeutet, wir müssen den Gegenverkehr durchlassen und dann den Motorradfahrer. Das Grünpfeilschild. Es hängt rechts an einer Ampel neben dem Rotlicht. Wir dürfen hier auch bei Rot rechts abbiegen. Allerdings sind wir verpflichtet dazu, an der Haltelinie zuerst stehen zu bleiben. Denn die anderen haben Grün. Auch auf Fußgänger achten. Seit dem 28.04.2020 gibt es auch ein Grünpfeilschild für Radfahrer. Auch die sind dazu verpflichtet, an der Haltelinie zuerst stehen zu bleiben. Und auf den Verkehr zu achten. Hier regelt der Polizeibeamte die Vorfahrt. Wenn wir ihn von der Seite sehen, haben wir Grün. Sobald er die Hand hochhebt, dürfen wir nicht mehr in die Kreuzung reinfahren und die Fahrzeuge, die sich in der Kreuzung befinden, die müssen die Kreuzung räumen. Es ist gelb. Er dreht sich rum und senkt den Arm und wir haben Rot. Hebt er die Hand hoch, haben wir Rot-Gelb. Keiner darf reinfahren. Das kann man sich ganz leicht merken. Siehst du Brust oder Rücken, musst du die Bremse drücken. Siehst du die Hosennaht, hast du freie Fahrt. Kommen wir zur Vorfahrtregelung am Bahnübergang. Wir haben zwei Verkehrszeichen. Einmal Achtung Bahnübergang und Achtung beschränkter Bahnübergang. Das gilt allerdings nur noch bis 2022. Dann gibt es nur noch das linke Verkehrszeichen, egal ob der Bahnübergang beschränkt ist oder nicht. Beim Andreaskreuz hat der Schienenverkehr Vorrang. Das hängt unmittelbar vor dem Bahnübergang. Dieser Pfeil in der Mitte, der zeigt nur an, dass eine Hochspannungsleitung vorhanden ist. Ohne Pfeil gibt es da keine Hochspannungsleitung. Wir fahren mal an einen Bahnübergang ran. Wir haben hier das Andreaskreuz, das bedeutet also, dass der Schienenverkehr Vorrang hat. Die Schranken sind geöffnet und die Ampel ist ausgeschaltet. Das heißt, wir fahren langsam ran, kontrollieren, ob links und rechts alles frei ist, denn es kann ja sein, dass die Schranken defekt sind und nicht runtergehen. Wenn alles frei ist, dann können wir drüber fahren. Da haben wir noch einen Bahnübergang mit dem Gefahrenzeichen Achtung Bahnübergang. Es sind keine Schranken vorhanden und kein Licht, sondern nur das Andreaskreuz. Das heißt, wir schauen dann links, rechts, ob alles frei ist und dann können wir drüber fahren. Das Andreaskreuz kann auch bei Straßenbahnen verwendet werden, also hat hier die Straßenbahn Vorrang. Wenn ein rotes Dauerlicht leuchtet oder ein Blinklicht, dann müssen wir davor stehen bleiben und dürfen erst wieder drüber fahren, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Aber Achtung, es könnte trotzdem eine Bahn kommen, also links und rechts kontrollieren, dass alles frei ist. Auf den Schienen dürfen wir natürlich nicht warten, so wie hier in diesem Beispiel. Das könnte gefährlich werden. Also immer darauf achten, dass es sich da vorne nicht staut, damit man nicht auf den Schienen stehen bleibt. Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Flagge schwenkt, dann müssen wir vor dem Andreaskreuz warten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es gibt auch bald wieder Neues. Ja, bis dann. Bleibt gesund. Tschüss.